Wer Bock hat auf ganz entspanntes Motorradfahren mit leichtem Gravel und Duschen for free, der sollte unbedingt diese Sektion vom TED Spanien fahren. Warum? Das seht ihr in diesem Video. Ein neuer Reisetag beginnt, die Laune ist gut. Guten Morgen, hier an Reisetag Nummer 8 und der fängt richtig gut an, weil ich zeige euch mal eben, wie mein Blick hier aus dem Zelt gerade aussieht. Zur linken Seite sehen wir einmal die wunderschöne Queenie, wie sie erwacht und der Blick in die Bäume. Und ihr glaubt gar nicht, wie laut das heute Nacht war. So ein Wald ist echt unfassbar laut. Und zur linken, ich hoffe, ich habe gerade nicht die Seiten vertauscht. Nein. Hast du nicht. Super. Das Wasser brodelt bereits, der Kaffee ist in Arbeit. Der kochende Mann und seine Tenere. Ziemlich frisch hier im Süden nachts noch. Obwohl wir hier gestern wirklich 30 Grad um 19 Uhr noch hatten. Wir hatten ja die glorreiche Idee, uns einen Schlafsack zu teilen heute Nacht. Das haben wir dann doch so ein bisschen bereut. Es gab einen kleinen Krieg heute Nacht. Ich würde sagen, ich habe gewonnen. Weil ich draußen sitze jetzt. Aber dafür gibt es jetzt einen heißen Kaffee. Die Sonne steht schon am Himmel. Kann sich nur noch um Minuten handeln, bis es hier wieder kocht. Also das ist ja wohl der Oberburner. Donuts am Morgen. Oh Mann. Wenn wir wiederkommen, dann haben wir beide Diabetes. Nein, das fahren wir gleich alles wieder ab. Ich hoffe übrigens sehr, dass man den TED heute fahren kann. Und zwar ein bisschen länger als beim letzten Mal. Weil also so abenteuerlich wie es dann auch war, haben wir ja dennoch an Strecke nicht viel geschafft. Und ich würde halt gerne echt diesen ersten Teil des Loops fahren und einfach das Gefühl haben, auch voranzukommen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Das Ziel von gestern, Almaciles, ist noch eingegeben und ich wollte jetzt mal statt der Höhe einstellen, dass man sieht, wie unsere Koordinaten sind. Das kann man dann hier schön machen und dann weiß ich also, wenn ich jetzt demnächst irgendwo auf dem TED bin und Hilfe brauche oder irgendwem sagen möchte, wo ich bin, dann kann ich die Koordinaten durchgeben, auch wenn es da sonst keine Straßennamen gibt. Also bestens vorbereitet. Die Nummer für Notfälle ist auch hier in Spanien, genau wie in Deutschland, 112. Und damit würde ich sagen, wissen wir alles, was wir wissen sollten, oder? Yes. Trotz die Beine brechen und in die Bewusstlosigkeit fahren. Das Schöne ist, wenn man so gut darauf vorbereitet ist, dann passiert sowas nämlich meistens nicht. Und hier die ersten Kilometer, nachdem man vom Campingplatz runterfährt, sind so wunderschön. Alles voll mit Bäumen und totale Ruhe. Wir sind hier gestern Abend noch spazieren gegangen. Einfach so schön. Das kann ich also echt empfehlen für Leute, die auch noch vor der Hauptsaison unterwegs sind in Spanien. Dieser Campingplatz, da ist echt nichts los. Das ist für Menschen, die die Ruhe mögen, perfekt. Von hier aus sind es nun 72 Kilometer bis Almaciles, also circa eine Stunde. Wir befahren nun die südlichste der 17 autonomen Gemeinschaften Spaniens auf dem europäischen Festland, Andalusien. Hier werden wir uns die nächsten Tage bis zur Überfahrt nach Portugal befinden. Wobei wir jedoch die Hauptstadt Andalusiens, Sevilla, unbeachtet lassen und uns dafür mehr fern von großen Städten und umso näher in der Natur Spaniens aufhalten. So, 11:30. Wir sind am Zwischenziel ins Almaciles angekommen und werden nun die Route zum TED eingeben und dann ab auf die Offroad-Piste.
Das Wetter ist gerade ganz wunderbar. Also ich finde, wir werden noch verschont von der absoluten krassen Hitze und das, obwohl es Mittag ist. Könnte auch daran liegen, dass wir schon wieder auf 1200 Metern sind. Was erwartest du von der Piste heute? Dass wir möglichst gut fahrbar und weit kommen und das nicht nochmal so eine Action wird wie letztes Mal. Also eher trockene, sandige, bisschen festere Wege, dass man auch ein bisschen vorankommt. Yes, we will check it out now. Also ab jetzt sind wir drauf, Freunde. In diesem Ort überschneidet sich also unsere Position mit der Route des TED. Oh, vorsichtig. Scheiße. Während der Fahrt am Navi daddeln ist keine gute Idee, wie man hier sieht. Ich muss das hier gleich nochmal mehr ranzoomen, Freunde. So sehe ich nämlich gar nicht viel. Sehr schön hier, ja. Jo. Ja, ein bisschen eng die Straßen, aber sonst können wir uns wirklich nicht beschweren, ne? Und ganz schön steil. So, und jetzt hier hoch. Losi, losi! Das fängt ja schon gut an hier. Luftdruck haben wir jetzt einfach so gelassen. Mal schauen, wie gut das klappt. Wir erhoffen uns, dass hier auch mal ein paar Streckenabschnitte mehr so verlaufen. Ist zwar fahrerisch nicht so anspruchsvoll, dafür aber landschaftlich schön und man kann es genießen, einfach mal hier ein bisschen abseits der Straßen zu fahren und muss sich dann nicht direkt richtig einen abkämpfen. Spoiler, das mit dem Luftdruck hat so wunderbar gepasst. Die heutige TED-Sektion lässt sich auch mit Reiseenduros richtig gut fahren. Geil ist das denn bitte hier, ey. Was ein schöner Ausblick, was ein toller Track hier. Das ist der Track Nummer 23, also die Sektion 23. Der lohnt sich sehr, würde ich sagen. Also da haben wir Spaß hier mit den Reiseenduros. Geil, ist echt angenehm. 1300 Meter Höhe sind wir hier und es geht immer noch ein Stückchen höher. Jo. Ich habe es mir nicht so schön vorgestellt, ehrlich gesagt, dass direkt so eine kleine Straße am Hang ist. So können wir auf eine schöne Art und Weise Kilometer machen. Geht auf jeden Fall ordentlich hoch, es ist relativ steil hier. Ordentlich nach vorne verlagern das Gewicht, damit man nicht so am Lenker zieht. Hui! Über die Kuppe und weiter. Man muss hier doch auch trotz alledem ein bisschen aufpassen, weil man den Streckenverlauf jetzt ja nicht genau kennt und es hier an der Seite ziemlich steil runter geht. Ich mache jetzt hier auch mal den Offroad-Modus an, sodass das ABS hinten ausgeschaltet wird, weil das auf dem losen Boden doch schon ziemlich nervig ist manchmal, weil das halt direkt regelt. Geht das nur im Stand? Ah, geht anscheinend nur im Stand. Wusste ich auch noch nicht, oder ich habe gerade falsch gedrückt. Boah, ist das schön hier einfach. Und dann mal wieder Asphalt durch ein ganz uriges Waldstück. Wo links und rechts immer mal wieder so Parkbänke mit Tischen und gerade auch ein Reh an der Seite sind. So, dann geht's wieder ab hier auf ein etwas schottrigeres Stück. Also hier kann man schon entspannt mit 50 fahren, das geht wirklich ganz gut.
trotz entspannter Strecke insgesamt, langweilig wird es hier auf keinen Fall. Denn auch wenn es nur kurz mal stark steinig wird, steigt die Spannung direkt. Da haben wir es schon wieder. Auf diesem Terrain fühlen sich die Reise-Enduros so richtig wohl und können ihre Vorzüge der Vielseitigkeit zeigen. Mit ihnen können wir nicht nur weite Strecken zurücklegen, sondern auch tief eintauchen in die Wildnis der Natur. Und man denkt manchmal, man wäre hier ganz alleine, aber dann steht plötzlich auch wieder ein Bauer da mit seinem Auto. Wir winken ihm mal ganz freundlich, er winkt zurück. Passen wir dran vorbei. Ja, so ein kleiner Fiat. Pass auf, ich fahre da jetzt noch voll rein. Warte ab, nein. Im Stehen zu fahren ist hier zwar eigentlich gar nicht nötig, doch so habe ich die unversperrte Sicht in die tolle Landschaft und kann meinem Körper haltungstechnisch etwas Abwechslung schenken. Blümchen am Wegesrand is a beautiful place to ride off-road in the Spain. Miau, miau. We are so happy, yau. Das macht echt glücklich. So eine Strecke in so einer geilen Natur. Es ist einfach der Oberburner hier gerade. Ich freue mir gerade ein Ästchen ab, dass wir jetzt hier so eine coole Strecke fahren. Leute, absolut empfehlenswert. Sektion 23, TED Spanien. Eine schöne Aussicht, oh, das ist echt herrlich. Genug pur, alles passt. Wetter, Temperatur, Strecke, Motorräder. Ja, es ist schon echt Premium. Nur der Müll ist irgendwie ein bisschen traurig. Da hinten auf den Bergen sieht man noch Schnee liegen. Bin mal sehr gespannt, wie das wird. In ein paar Tagen wollen wir ja eigentlich in die Pyrenäen und den ACT fahren. Da ist aktuell auch noch alles voller Schnee. Umso mehr genießen wir die Sonne. Zu sehr entspannen und abschalten solltest du auf dieser Strecke jedoch auch nicht, denn hinter jeder Kurve kann es zu einem unvorhersehbaren Stopp kommen. Zum Beispiel durch Schafe. Und plötzlich dann das. Ei, ei, ei.
eine Schafherde. Hi. Wow. Kleines Päuschen hier am Straßenrand, mal eben die Ruhe genießen, einen Kaffee und den Schatten. Wir sind jetzt wirklich schon hinter Huesca. Wir dachten, wir wären noch davor oder so, also quasi parallel zu Almeria. Doch weiter als wir dachten, geht echt gut. Und ich würde sagen, es hat sich sowas von gelohnt, bis hier unten in den Süden zu fahren. Wir sind ja noch nicht ganz da, also bis Granada machen wir ja noch. Von daher sehr gut. So, hier wird das Weglein etwas schmaler, steiniger und es geht ordentlich auf und ab durch diese Bäume hier durch. Wow. Hi. Wow. Jetzt kommt hier so eine Allee mit nochmal anderen Bäumen. Und wenn du denkst, das Schönste an Landschaft hast du schon hinter dir, dann wartet noch dieses Schmuckstück an Strecke auf dich. Und diese kleine Brücke, die gibt es gratis oben drauf. So cool. Ja, diese Brücke, die war so schön, da sind wir gleich mehrmals drüber gefahren. So, mal wieder ein kleines Wässerchen hier. Wow, das macht so Spaß, mit dem zu fahren. Geil, ey.
Ja, und früher oder später musste es ja auch an diesem Tag passieren. Caro hat mal wieder das Motorrad aus völlig unabsehbarem Grund auf dem Weg abgelegt. Ja. Ich komme ja hier gar nicht vorbei. Doch. Und bei den Rapsol-Tankstellen, da gibt es sogar manchmal den Service, dass sogar für einen getankt wird. Full, please. Gracias. Kenne ich ja sonst vor allem aus Marokko, da war das auch so. Wir sind immer noch bei 1,67 für, ja, allerdings, ja, ich bin mittlerweile dazu übergegangen, auch E10 zu tanken. Ja, man verfährt das ja auch immer direkt wieder, von daher passt schon. Soll, glaube ich, nur nicht in den Schläuchen bleiben bei der Afrika Twin, dann ist das nicht so gut. Naja, aber sonst tanke ich immer für 98. Nachdem die Tanks wieder voll sind, steuern wir den nächsten Campingplatz an, der allerdings noch geschlossen ist. Also weiter zum nächsten. Neben der Straße seht ihr den Rio Gardalentin. Er gilt als einer der wildesten Flüsse der Iberischen Halbinsel und sogar Europas, da sein Wasserstand sehr variabel ist. Nach einer extremen Trockenheit kann es in nur wenigen Stunden zu großen Flutwellen kommen. Er durchfließt die Talsperre Embals de Negratin, die in der südspanischen Provinz Granada liegt, bis wohin wir es heute geschafft haben. Dies ist der drittgrößte Stausee Andalusiens und er besticht durch sein türkisfarben leuchtendes Wasser und die ihn umgebenden charismatischen Berge, die bis zu 1500 Meter sein können und durch die wir morgen noch fahren werden. So, dort steht nun unser Zelt und dort geht es zum See. Sollen nun 400 Meter sein. Die gehen wir jetzt mal zu Fuß und dann hopsen wir da mal rein. Wahrscheinlich wird es arschkalt sein noch, oder? Gehe ich mal von aus, aber bei der Temperatur, wir haben jetzt fast 30 Grad oder sogar über 30 Grad. Nicht weiter schlimm, finde ich, wenn das ein bisschen frischer ist. Also rein da! Also an alle, die hier wild zelten wollen, das sollte man sich, glaube ich, ganz gut überlegen. Genauso wie das Motorradfahren hier runter bis zum See scheint wohl nicht erlaubt zu sein. Aber wir sind ja aktuell zu Fuß, von daher dürfen wir das. Also jetzt kommen wir hier gerade zu den wahren Herausforderungen des Tages. Das ist schlimmer als der ganze Track. Diese Sachen, davon habe ich 8 Stück im Fuß hängen. So, Opa ist mal auf der Decke angekommen, so fühle ich mich mittlerweile. So, Herr Julien, dann sagen Sie doch mal, wie Sie denn Ihren Fahrtag heute so fanden. Das war ziemlich viel heute, fand ich. TED-Sektion Nummer 23, die wir heute gefahren sind. Mega abwechslungsreiche Landschaft.
sehr, sehr gut fahrbar. Also wenn ihr da mal Bock drauf habt und so gerade mit so Reise-Enduros, die können sogar auch ein Stück schwerer sein als unsere, ist, würde ich sagen, auch mit relativ wenig Offroad-Erfahrung wirklich alles machbar. Zumindest der Teil, den wir jetzt heute gefahren sind. Also ungefähr die Hälfte von Sektion 23, 24, das überschneidet sich. Ich gehe auch davon aus, dass die ähnlich sind. Das werden wir in den nächsten Tagen noch weiter herausfinden. Also der Tag heute hat wirklich nochmal für mich persönlich nochmal so ein wirklich neues Bild auf das Land Spanien für solche Sachen, ja, wie sagt man das? Geworfen. Der TED verläuft ja auch zum Teil durch Straßenabschnitte und selbst die da auf dem Track liegen, die sind sowas von sehenswert. Also macht echt Spaß. Den ganzen Tag wirklich Top-Strecken. Ja. War richtig, richtig gut. Also wirklich eins der schönsten Sachen, sage ich mal, jetzt aus der Situation heraus, die ich bisher gemacht habe. Also ich glaube, das bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis erstmal. Ich denke auch, dass der Zeitpunkt, an dem wir jetzt hier fahren, also Anfang Mai, perfekt ist in dieser Region zum Offroad- oder Enduro-Fahren, weil es einfach noch nicht so heiß ist, aber es ist schon warm genug, dass man gleichzeitig auch zelten kann und ja, also solche Orte hier wie diesen See genießen kann. Von daher, ich freue mich sehr auf den morgigen Fahrtag. Wir sind ja direkt auch am TED-Track dran jetzt. Also morgen jetzt nicht nochmal eine Stunde fahren, bis wir wirklich dann auch anfangen können, Track zu fahren. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir es morgen bis Granada und wahrscheinlich vielleicht auch noch weiter. Mal schauen. Ja. Ich habe auf jeden Fall auch richtig Bock auf mehr durch den heutigen Tag. Bestimmt nicht der schönste Campingplatz, den wir bis jetzt hatten, aber der günstigste. Mit nur 14 € für uns beide mit den Motorrädern und dem Zelt sind wir hier dabei. Das haben wir bisher noch nicht gehabt. Von daher, Daumen hoch. Genau, klick auf den Daumen nach oben und schenk dieser empfehlenswerten Motorradtour Reichweite zum Nachfahren. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt Caro unterwegs in Spanien.